Die Club-WM macht uns allen Spaß. Wir haben Bock zu trainieren. Wir freuen uns auf Mannschaften, gegen die man nicht jeden Tag spielt. Und ich glaube, dass wir bisher eine erfolgreiche Club-WM spielen, dass wir mega happy sind, dass wir dabei sind und auch eine schöne Zeit hier haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Ort sehr gut gewählt ist, dass die Trainingsbedingungen top sind, das Hotel ist gut, wo wir uns aufhalten und es könnte eigentlich nicht besser sein. Ja, es ist natürlich schon anders. Es ist schon so, dass man auch darauf achten muss, wann spielt man wieder. Das kennt man vielleicht von den englischen Wochen dann auch, wenn man in der Saison vielleicht Samstag, Mittwoch Spiele hat, dass man die Zeit dann wirklich nutzt, runterfahren, dann wieder hochfahren, je nachdem wie das Pensum aussieht. Wenn man jetzt Spiele hat, wo es ein bisschen länger auch braucht, dass wir wieder mehr Zeit haben hier, dann kommen die Tage einem echt lang vor, das muss man sagen, weil man dann ja nicht zu Hause ist mit der Familie, vielleicht mit Freunden oder die Sachen, die man so im Privaten dann halt auch macht. Dann kann sich das schon mal hier ziehen, aber es ist noch nicht vorgekommen, dass jetzt ein Spieler von Lagerkoller oder so gesprochen hat. Also ich bin eher auch ein Frühaufsteher, also so 7:30 Uhr stehe ich auf und dann haben wir meistens Blutabnahme, dann gehen wir zum Frühstück und dann ist es so, dass man entweder um 8:30 Uhr halt noch ein Meeting hat, bevor wir dann auf den Platz gehen, oder aber wir haben um 9 Uhr die Busabfahrt und dann trainiert man auch schon relativ zeitig dann auch. Erstmal ist man individuell im Zelt und bereitet sich vor und dann geht es halt ins Torwarttraining. Es gibt meistens eine kurze Besprechung, wo der Torwarttrainer dann auch sagt, was heute geplant ist, wie viel Zeit wir haben. Und dann gibt es ein kurzes Warm-up, jeder für sich. Danach gehen wir meistens an den Ball, spielen uns Pässe zu. Und dann startet man eher mit Soft Skills, Bodengewöhnung sozusagen. Und da ist es dann so, dass man peu à peu sich dann auch an die schwereren Übungen herantastet. Das ist so, dass jeder auch dann einfach seine Schüsse bekommt. Wir sind ja 4 Torleute hier und alle haben die gleichen Übungen zu machen. Kurz vor Schluss ist es dann so, dass es halt auch eigentlich in die schwierigsten Übungen geht, dass man das immer ein bisschen steigert, dass man vom Warm-up bis hin zu dem Zeitpunkt, wo die Mannschaft die Torhüter einfach braucht, dass wir da so viel wie möglich abdecken. Wir haben auf jeden Fall ein offenes Verhältnis, wir sind sehr direkt, wir sprechen alles an und helfen uns gegenseitig, weil das ist auch entscheidend, gerade in der Torwartgruppe. Und ich denke, dass wir uns dadurch auch gegenseitig helfen. Wir versuchen uns so zu pushen, dass jeder Einzelne immer besser wird. Und das ist jetzt nichts Neues für uns, sondern das ist was schon seit vielen Jahren hier beim FC Bayern gibt und das wird auch so fortgesetzt. Und wenn man mit den Cheftrainern spricht und die uns auch so beobachten, egal welcher Trainer das jetzt in der Vergangenheit gewesen ist, die haben uns eigentlich auch immer dafür gelobt, dass wir so fokussiert sind, dass wir konzentriert sind, dass wir auch immer alles auf dem Platz geben und das spricht eigentlich immer für uns. Ich habe jetzt schon geschaut, dass ich jetzt nicht zu viel auf dem Pickleballplatz stehe, aber das Spiel kommt mir einfach entgegen durch meine Körpergröße, durch die Reaktionsfähigkeit und ja, einfach das, was ich jetzt am Platz auch abdecken kann und diese kurzen Steps. Und ich finde es auch wichtig, weil im Torwartspiel musst du dich auch immer in Räumen bewegen und das Gleiche gilt für Pickleball und das ist ein guter Ausgleich, wo man auch zusammen Freude haben kann. Ich glaube, die 1-gegen-1-Situationen, die wir im Torwartspiel haben, das hilft dir dann am Netz, wenn du zum Beispiel Tennis spielst oder Pickleball spielst. Und da ist es halt entscheidend, dass du auch immer auf dem Vorderfuß stehst, dass du eine gute Körperspannung hast, dass du den Schläger vorne hast und dass du dann auch ein festes Handgelenk hast. Boah, das war gut. Ja, wir wissen, dass sie der Champions League-Sieger sind, dass sie verdient auch die Trophäe in München gewonnen haben. Allerdings ist es wieder ein neues Spiel auf neutralem Platz. Wir freuen uns auf das Stadion in Atlanta und wir wissen, dass wir da einen harten Brocken vor der Brust haben. Aber ich glaube auch, dass die Bilanz jetzt nicht unbedingt für PSG spricht, sondern in der letzten Zeit eher für uns. Aber
Darauf kann man sich nicht ausruhen, es ist wieder eine neue Mannschaft. Wir haben in dieser Saison einmal gegen Paris gespielt. Es war ein hartes und schweres Spiel für uns und es hat alles gepasst, dass wir gewonnen haben. Und jetzt werden wir sehen, wer vielleicht auch die bessere Tagesform hat. Keiner hat irgendwie einen Vorteil dadurch, dass es ein neutraler Platz ist. Ich glaube wirklich, dass es auf die Feinheiten drauf ankommt, dass jeder hellwach sein muss, dass keine großen Fehler passieren dürfen, weil ich glaube, beide Mannschaften haben einfach die Spieler auch Fehler auszunutzen und zu bestrafen. Was macht dich zuversichtlich, dass ihr weiterkommt? Unsere Mannschaft.